Lieber himmlischer Vater, Thank God for this day of life that you us. danke Herr für diesen Tag des Lebens, den du uns gegeben hast. I pray that you please be with us now in this morning study. Und ich bete, dass du jetzt bitte heute Morgen in diesem Morgenstudium mit uns sein mögest. That you be with us also in this day. Dass du auch mit uns bist über den Tag hinweg. And I pray that you bless this worship. Ich möchte bitten, dass du jetzt diese Anlasszeit hier segnest. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Okay, I've put the notes in the livestream group. Die Notizen in die Livestream-Gruppe gepostet. Okay, now whenever in a reform line, Also in einer Reformlinie, our whole focus has been here on this central waymark. das ist immer unser Hauptfokus hier auf diese mittlere Wegmarke, diese zentrale Wegmarke hier gelegt. It's the midst of the week, right? It's the cross, Es ist right? die Mitte der Woche, es ist das Kreuz. And Sister White says that the cross is the center of everything, right? Ellen White sagt, das Kreuz ist das Zentrum aller Sachen. But we know that in Millerite history we always had this Sister White marking midway between April 19th and October 22nd. Ellen White sagt ja, aber was die Miller-Geschichte jetzt angeht, dass inmitten des Weges zwischen dem 19. April und dem 22. Oktober gab es Mitternacht, die Mittagsruf. And one was marking, they're both marking midnight, but the second one specifically was marking this point where it goes forward with great power, right? Also beide Wegmarken markieren hier Mitternacht, aber wir wissen, dass die zweite dann die Wegmarke ist, die es markiert, wo es dann mit großer Kraft vorwärts geht. But I think that without this waymark in our line marking this time of little time of peace, Aber ohne diese Wegmarke hier jetzt in dieser Linie, die die kleine Zeit des Friedens markiert, we fail to understand some points. Let's say that much. sind wir nicht in der Lage, bestimmte Punkte zu verstehen. So whenever we misunderstand something, it's generally because something in the structure is missing. So therefore we put things in placed upon the structure that we have. Und es ist eigentlich grundsätzlich immer so, dass wenn wir irgendwie etwas nicht ganz richtig verstehen, dann ist es deswegen, weil die Struktur noch nicht komplett richtig ist und wir setzen das dann an diesen Ort und das ist dann noch nicht ganz korrekt, weil die Struktur noch nicht völlig ausgefeilt ist. Okay, so I just got some thoughts that I want to bring together this morning. Und ich habe jetzt ein paar Gedanken, die ich heute Morgen hier zusammenbringen möchte. So let's begin going to this first quote. Also lass uns hier zu diesem ersten Zitat gehen. It says, "We have only touched upon this subject, and now we leave it with you. We greatly desire to have everyone go to work. Cease to criticize and find fault. If anyone has out against his brother, let him go to him in the Spirit of Christ and settle the difficulty. Before the power of the Holy Ghost rested upon the disciples, they spent 10 days before God in prayer and fasting and confession of sin. After they had come into unity, the heavens were opened. The glory of God was revealed, and the Holy Spirit came upon them. Then they went forth to proclaim the gospel with power, and under the influence of the Spirit, 5,000 were converted in one day." So, what had to take place prior to the heavens being opened? Also was musste stattfinden, bevor die Himmel geöffnet werden konnten? Unity between the brethren. Yes, that to be unity, but Confession of sin, prayer, fasting. okay. Criticisms had to cease, right? Also da musste Gebet, Fasten und so weiter, aber auch vor allem Bekenntnis der Sünde stattfinden.
diese ganze Kritiksucht, die musste aufhören. So at the moment, we are privileged in somewhat that we have, or let's say we have a privilege to know the trials that many of our brethren are going through all around the world, right? We have the privilege, is it? Yes. Also momentan haben wir das Vorrecht zu wissen über diese ganzen Prüfungen und Versuchungen, die über all unsere Brüder auf der gesamten Welt momentan kommen. So when we're not, we understand those things ourselves. I mean, being here, it's not the easiest place to be sometimes, right? Und wir können diese Dinge selbst nachvollziehen, denn auch hier ist es nicht unbedingt der einfachste Ort zu sein, unbedingt. So the point is that we don't know, or no man knows what another man's trials are from moment to moment throughout the day. Deswegen keiner weiß sozusagen im Detail, durch welche Prüfung jetzt ein Individuum gerade hier Tag für Tag hindurchgeht. And criticism, right, does not help anybody, right? Und Kritiksucht, das hilft keinem weiter. Now, if you want to read what God says about this, go in the Spirit of Prophecy, type in criticism, and you will find endless amounts of quotes rebuking people with a critical spirit, right? Und wenn ihr genauer wissen wollt, was Gott darüber sagt und denkt, dann geht einfach zu Ellen White Schriften, schreibt rein Kritik, also Criticism im Englischen, und da gibt es wirklich unzählige Zitate, wo Gott dann diesen Geist tadelt. What happens is we all get drawn into certain situations, and those certain situations are designed to test us and to prove us, right? Und was passiert ist, wir werden alle in bestimmte Situationen hineingeführt und diese Situationen sind sozusagen dazu vorgesehen, uns zu testen und uns zu prüfen. And they're designed to show us who we really are, right? Und sie sind dann sozusagen auch vorgegeben oder hervorgebracht, um letztendlich uns zu zeigen, wer wir in Wirklichkeit sind. Right? They reveal the things that are lurking in our hearts, right? Sie offenbaren die Dinge, die in unserem Herzen verborgen sind. So criticism is a result of an unsanctified heart. Und Kritik oder Kritiksucht ist das Ergebnis eines ungeheiligten Herzens. Okay? So the best thing you can do for erring people is to pray for them, right? Das Allerbeste, was du tun kannst für irrende Menschen, ist, für sie zu beten. Because when you pray for an erring person, you heal your own problems, right? Denn wenn du für einen irrenden Menschen betest, dann heilst du damit auch deine eigenen Probleme. Okay, now I don't want to concentrate upon this point, but I need you to see this because it's paramount to understanding this what we're looking at. Und ich möchte jetzt nicht so sehr auf diesen Punkt mich konzentrieren, aber ich möchte, dass ihr das seht, denn es ist wichtig im Kontext bezüglich dessen, was wir uns jetzt anschauen werden. It says, cease to criticize and find fault. If anyone has out against his brother, let him go in the Spirit of Christ and settle the difficulty. Before the power of the Holy Ghost rested upon the disciples, they spent 10 days before God in prayer and fasting and confession of sin. So after that experience that they had, this upper room experience, this is what allowed the power of God to come upon them, right? Also nachdem sie diese Erfahrung hatten, Erfahrung im Obergemach, da kam dann die Kraft Gottes über sie. So they had to prepare, right? Sie mussten sich also vorbereiten. They had to search their hearts and rebuke the evil spirits in their own heart, right? Sie mussten also ihre eigenen Herzen durchforschen und die bösen Geister ihres eigenen Herzens tadeln. And when they had come into that spirit of unity, now the Lord was able to bless them, right? Und als sie dann letztendlich in diesen Geist der Eintracht kamen, dann war der Herr in der Lage, sie zu segnen. Okay, so anyway, you'll see it in a minute. Go to the next quote. Und wir werden gleich noch sehen, worauf ich hinaus möchte. Gehen wir zum nächsten Zitat. In the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest, right? So, where would we be on our line? Also wo würden wir uns jetzt hier auf unserer Linie hier befinden?
ersten Satz haben wir jetzt gelesen. Or Final review depends on what. yeah, it depends on how you're looking at it, right? Also je nachdem, welches Fraktal du anschaust, ist es jetzt die finale Untersuchung oder ist es Mitternacht. Okay, but the point is, it's this waymark, right? Der Punkt ist, dass es auf jeden Fall diese Wegmarke hier ist. Now, if it's on the big fractal, this is the end point, right? Und wenn das auf dem großen Fraktal ist, dann ist das ja hier der Endpunkt für den großen Fraktal. Okay, but the point is, it doesn't matter. Every waymark you have this same principle, and you'll see what I mean at the moment. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, auf welches Fraktal wir das jetzt hier runterbrechen, denn an jeder dieser parallelen Wegmarken haben wir dasselbe Prinzip dann illustriert. Right. So, in the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. 2 years before, Josiah Litch, one of the leading ministers, preached the Second Advent, published an exposition of Revelation 9, predicting the fall of the Ottoman Empire. So, prior to this waymark, there was a prediction given, right? Also vor der Wegmarke wurde eine Vorhersage gegeben. Okay. According to his calculations, this power was to be overthrown in AD 1840, sometime in the month of August. And only a few days previous to its accomplishment, he wrote allowing the first period, 150 years, to have been exactly fulfilled before Decosis ascended the throne by permission of the Turks, and that the 391 years, 15 days commenced at the close of the first period. It will end on the 11th of August 1840, when the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken, and this I believe will be found to be the case. Josiah Litch, in Signs of the Times, an expositor of prophecy, August the 1st, 1840. So he wrote this 10 days before the fulfillment, right? Also er hat diesen Text jetzt 10 Tage vor der Erfüllung geschrieben. Okay, so I don't know exactly how to mark this, right? But the 10 days were leading up to the outpouring of the Spirit, right? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt hier auf der Linie markieren kann, aber diese 10 Tage haben ja letztendlich dazu geführt, dass dann am Ende der Geist ausgegossen wurde. And here, 10 days before the glorious manifestation of the power of God came, Josiah Litch understood the prediction, right? Und auch hier waren es 10 Tage, bevor diese herrliche Manifestation der Macht Gottes stattfand, hat Josiah Litch dann diese Vorhersage richtig verstanden. So Oder im Detail verstanden. I'm just putting these two thoughts together, right? Und ich möchte diese beiden Gedanken über diese 10 Tage miteinander verbinden. So it says at the very time specified, Turkey through our ambassadors accepted the protection of the Allied powers of Europe and thus placed herself under the control of the Christian nations. The event exactly fulfilled the prediction. Excuse me. When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. Men of learning and position united with Miller both in preaching and in publishing his views, and from 1840 to 1844 the work rapidly extended. Now, the point I'm making here, right, is that the whole Millerite movement hung upon this prediction being fulfilled. Right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die gesamte Miller-Bewegung wirklich abhängig war von dieser Vorhersage, dass sie sich erfüllen würde. So if history is going to repeat in these repeating patterns, right? Und wenn die Geschichte sich wiederholt, und das sind ja wiederkehrende Muster, this whole experience that we need to have depends upon the prediction given being fulfilled, right? dann hängt unsere komplette Erfahrung hier jetzt in dieser Bewegung davon ab, dass die Vorhersage, die gegeben wird, sich auch erfüllt. But prior to that
coming true, I mean, can you imagine the 10 days prior to August 11, 1840 that Josiah Litch was going through? Can you imagine his experience? Aber könnt ihr euch versuchen, das irgendwie vorzustellen, die Erfahrung, durch die Josiah Litch durchgegangen sein muss, 10 Tage bevor es eingetreten ist? A man had taken some principles out of the Bible in what was then modern day times and made such a claim that nobody else had ever done, right? Da hat nämlich ein Mann, also Josiah Litch, die Prinzipien der Bibel entnommen und dann so eine Behauptung aufgestellt, die nie jemand jemals aufgestellt hat. Right? You can't even begin to imagine the trials and the perplexity that was in that man's mind based upon this, what he was claiming. Wir können uns gar nicht vorstellen, die Prüfung und diese Ratlosigkeit, die in dem Verstand dieses Mannes in dieser Zeit vor sich ging. You can be sure that Josiah Litch was fasting and praying, right, in that time period. Wir können sicher sein, dass Josiah Litch in dieser Zeit gefastet und gebetet hat. Okay? But the point was that it's marked there in sacred history for something for us to understand, right? Der Punkt ist, dass es hier in der heiligen Geschichte markiert ist, dann das ist etwas, was wir also folglich verstehen müssen. Now it's no accident that in this time period here we are making a prediction, Es right? ist kein Zufall, dass wir auch jetzt hier in dieser Zeit ebenso eine Vorhersage geben. And like Litch and all those other Millerites, they also didn't fully comprehend the prediction, right? On the lead up to it. Und genauso wie bei Litch und den anderen Milleriten, sie haben die Vorhersage auch noch nicht völlig verstanden, je näher sie zu dem Ereignis kamen. Okay, so we're in the exact same situation, right? Und wir sind eigentlich in derselben Situation momentan. We know that this waymark is marking something very significant, right? Und wir wissen ja, dass diese Wegmarke etwas wirklich Einschneidendes markiert. It's the first time since this movement began that we have a waymark before us that we know is coming before it comes. I mean, where we know where we are in time, right? Das ist das erste Mal in dieser Bewegung, dass wir eine Wegmarke wissen, die vor uns liegt und wo wir bereits wissen, was da stattfinden wird. In the sense that we are predicting what's going to happen there before it happens. In dem Sinne, dass wir eine Vorhersage geben, was dort stattfindet, bevor es stattgefunden hat. So, what's going to prevent this glory being manifested there, according to what we've just read? Und gemäß dem, was wir gelesen haben, was hindert diese Herrlichkeit hier, dass sie sich manifestieren kann? Spirit of criticism. Well, yes, the spirit of criticism, right? Unter anderem dieser Geist der Kritiksucht. But not just the spirit of criticism, the spirit of slothfulness, the spirit of lack of consecration, etc., etc. Aber nicht nur dieser Geist der Kritiksucht, sondern auch der Geist der Trägheit und der Mangel an Hingabe und so weiter und so fort. I mean, criticism is wrong, but it's not unwarranted. Also Kritiksucht ist falsch, aber sie ist nicht unbedingt immer einfach so dahergeholt. Okay, so it's wrong for people to criticize, but they generally criticize because there's something there that needs to be criticized, right? Also es ist falsch, in einer falschen Art und Weise zu kritisieren, aber die Kritik kommt ja deswegen auf, weil da auch wirklich etwas ist, was an sich kritisiert werden soll, also zumindest auf die richtige Art und Weise. So in those 10 days prior to the disciples receiving the power of the Spirit, they weren't just putting away their criticism, they were confessing their faults to one another, right? Deswegen in diesen 10 Tagen, wo sie letztendlich dann zusammen waren im Obergemach, da haben sie nicht nur ihre Kritiksucht hinweggetan, sondern sie haben auch gegenseitig ihre Sünden sich bekannt. Okay, go to the next quote, right? Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, when Christ bowed on the banks of Jordan after his baptism and offered up prayer in behalf of humanity, the heavens were opened, right? Exactly the same thing being marked here, right? So, hier werden die Himmel geöffnet bei der Taufe Christi. The heavens were opened and the Spirit of God like a dove
burnished gold encircled the form of the Saviour. And a voice came from heaven which said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." What significance does this have for you? It says that heaven is open to your prayers. It says that you're accepted in the beloved. The gates are opened for every mother who would lay her burdens at the Saviour's feet. It says that Christ has encircled the race with his human arm, and with his divine arm he has grasped the throne of the infinite and united man with God and earth with heaven. So, what has he done right there? Und was hat er hier gemacht? Yes, united man with heaven. It's the combination of the human and the divine, right? Also das ist die Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit. Er hat den Menschen und Gott verbunden. Right? And at the baptism, Christ had a full outpouring of the Spirit, right? Und hier bei der Taufe hatte Christus eine volle Ausgießung des Heiligen Geistes. What about at Pentecost? Wie war das bei Pfingsten? Yeah, Pentecost typifying the latter rain, right? They had a full outpouring of the Spirit, right? Ja, Pfingsten schattet ja den Spätregen voraus, da gab es auch eine volle Ausgießung des Heiligen Geistes. So we know that this baptism is a parallel to Pentecost, right? Und wir wissen, dass die Taufe eine Parallele zu Pfingsten darstellt. And Sister White takes the angel of Revelation 10 and what does she parallel it to? Und Ellen White nimmt den Engel aus Offenbarung 10 und setzt ihn womit parallel? The latter rain, Mit dem Spätregen. right? The latter rain is Pentecost, right? Der Spätregen ist Pfingsten. So August 11th, 1840, the baptism of Christ and Der 11. August 1840, die Taufe Christi und Pentecost. Pfingsten They're all marking the same thing. markieren alle ein und dasselbe. So we see that prior to that event, there has to be some preparatory work, right? Deswegen, wir sehen also, vor diesem Ereignis muss es folglich ein gewisses Vorbereitungswerk geben. So you can't put new wine in an old bottle, Du right? kannst keinen neuen Wein in eine alte Flasche tun. Okay. So I don't profess to understand all the aspects of what the Lord has shown us at the moment. Also ich gebe jetzt nicht vor, alle Aspekte jetzt von diesen Sachen zu verstehen, die der Herr uns momentan versucht zu zeigen. I still don't understand the foot washing that's in here, Ich verstehe auch noch nicht wirklich völlig diese Fußwaschung, die dann hier stattfinden wird. but I know it's there, Aber right? ich weiß, dass sie da ist. Okay, but I think that the reason why we're not seeing things clearly is because we have to examine our hearts, right, and get ourselves in a right mental and spiritual condition. Und ich glaube, der Grund, warum wir bestimmte Dinge nicht klar sehen, ist, weil wir unsere eigenen Herzen wirklich erstmal durchforschen müssen und uns in einen richtigen Zustand versetzen müssen, sowohl intellektuell als auch geistlich. And put away our murmuring, complaining and moaning spirit, right? Und dass wir unsere murrenden und klagenden und weinenden Geist hinwegtun. Just go to Isaiah 53, Gehen wir zu Jesaja 53. and I would suggest that you read this often, right? Und ich würde euch vorschlagen, dass ihr dieses Kapitel oft durchlest. If you've got a moment and you're doing nothing, open your Bible and read these verses. Wenn du nichts zu tun hast und du einen Moment dann zur Hand hast, öffne die Bibel und lies diese Verse hier aus Jesaja 53. Verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, "Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed?" What's the arm of the Lord? Was ist der Arm des Herrn? It's this glory, right? Es ist diese Herrlichkeit. So he's saying, to whom is it revealed? Also wem ist das offenbart? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. So the ones that's going to have the glory revealed to them, what is their condition? Also denjenigen, denen die Herrlichkeit offenbart wird, in welchem Zustand befinden sie sich hier? We're all perfect and there's no blemishes on us, right?
Wir sind alle perfekt und es gibt keine Makel an uns, richtig? No, it says, for he shall grow before him as a tender plant, as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. We would criticize him, right? Also wir würden ihn kritisieren. We would look upon him saying, oh, who's this guy right here, right? Wir würden sagen, wer ist denn dieser Typ hier? But it says, he is despised and rejected of men, right? Vers 3. Whom do men say that I am? Also er ist verachtet und verworfen von den Menschen. Und Jesus fragt ja, wer sagen die Menschen, dass ich sei? A man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. In the next point, all we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Vers 6. So, your Christian experience is one that you will be despised and hated and criticized, etc., etc. Also deine christliche Erfahrung ist, dass du letztendlich verachtet und gehasst werden wirst und kritisiert werden wirst und all diese Sachen. But if you repay, because things come upon you and you get slighted or offended by people, and you repay your brethren by doing the same to them, you're not a Christian. Aber wenn du irgendwie angegriffen wirst oder slighted, what is slighted? Means that somebody offends you. Ja, also du wirst gekränkt oder angegriffen oder ähnliches und du vergiltst dann auf die gleiche Art und Weise deinem Bruder, der das dir angetan hat, dann bist du in Wirklichkeit kein Christ. Because it says here that Christians bear their brothers' burdens, right? They bear them on their behalf, right? Ich sagte hier, dass wahre Christen die Lasten der Geschwister tragen werden an ihrer Stadt. Okay, now let's go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. It says, when Christ bowed on... Do we start reading this? we already read it. Yes. Okay, next paragraph, excuse me. We also read this. What significance does this have for you? It says that heaven is open... Oh no, we read that one, excuse me. Right? So this is the combination of the human and the divine, right? In dem Zitat aus CG 525, das haben wir ja gelesen, das ist die Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit. Okay, let's read the next quote. Gehen wir jetzt zu 1SN, das nächste Zitat. It says, Christ has entered the world as Satan's destroyer and the redeemer of the captives bound by his power. He would leave us an example in his own victorious life for man to follow and overcome the temptations of Satan. Right? So here's an example of how we have to overcome those very temptations. Right? Also Christus ist für uns ein Beispiel, wie wir diese Versuchung überwinden sollen. It says, as soon as Christ entered the wilderness of temptation, his visage changed. Right? So question is, when did Christ enter the wilderness of temptation? Die Frage ist, wann ist Christus in die Wüste der Versuchung gegangen? Okay, directly after it had this, when the heavens had been opened, right? Also direkt nachdem die Himmel geöffnet worden sind. So the heavens are opened. Himmel wurden geöffnet. He has this sweet experience, right? Da hat er diese süße Erfahrung. Right? Richtig? Okay. So it says, the glory and splendor reflected from the throne of God, which illuminated his countenance,
when the heavens opened before him, and the Father's voice acknowledged him as his Son in whom he was well pleased, was now gone. The weight of the sins of the world was pressing his soul, and his countenance expressed unutterable sorrow, a depth of anguish that fallen man had never realized. He felt the overwhelming tide of woe that deluged the world. He realized the strength of indulged appetite and of unholy passion that controlled the world, which had brought upon man inexpressible suffering. The indulgence of appetite had been increasing and strengthening with every successive generation since Adam's transgression, until the race was so feeble in moral power that they could not overcome in their own strength. This is our experience, right? Das ist unsere Erfahrung. Christ, in behalf of the race, was to overcome appetite by standing the most powerful test upon this point. He was to tread the path of temptation alone, and there must be none to help him, none to comfort or uphold him. He was to wrestle with the powers of darkness. As man could not, in his human strength, resist the power of Satan's temptations, Jesus volunteered to undertake the work and bear the burden for man and overcome the power of appetite in his behalf. He must show in man's behalf self-denial and perseverance and firmness of principle that is paramount to the gnawing pangs of hunger. He must show a power of control over appetite stronger than hunger and even death. So, he was in the wilderness for 40 days, right? Also Christus war hier in der Wüste für diese 40 Tage. Right? Richtig? But he couldn't have endured that time period without this anointing at the beginning, right? Weil er könnte diese Zeit nicht irgendwie aushalten, es sei denn durch diese Anointing, diese Salbung am Anfang. Okay, go to Revelation 1 Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 1. and verse 10. Offenbarung 1, Vers 10. Where is John in Revelation chapter 1, prophetically speaking? Wo steht Johannes prophetisch gesehen in Offenbarung 1? What's it marking? What way mark is it? Welche Wegmarke ist das? Yeah. Yes, it's the second coming, right? Die Wiederkunft. And we know that August 11th, AD 40, right, is a parallel to the decree of Cyrus, right? Und wir wissen, dass der 11. August 1840 aber eine Parallele ist zu dem Dekret, das Kyros erlassen hat, Which is the baptism, was auch die Taufe ist. right? And basically, this angel coming down there, this thing, is typifying the second coming of Christ, right? Letztendlich dieser Engel, der hier herabkommt, schattet die Wiederkunft Christi voraus. So John, we understand, is at this same way mark, right? Wir verstehen ja, dass Johannes also hier an dieser selben Wegmarke steht. Okay. So it says, I was in the Spirit on the Lord's day. Which day was it that John was in the Spirit? Offenbarung 1, Vers 10 haben wir gelesen. An welchem Tag war bei Johannes hier im Geist? The Sabbath, which is Am Sabbat. it's the seventh day, that's right. Rest. The rest, Und das right? ist auch die Ruhe. Okay. And Christ says, come and rest the what, right? Christus sagt, komm und ruh dich aus, einen Moment. Okay. So when you receive this, you enter into his rest, but it's shown us line upon line. It's not this time where you're putting your feet up, putting your hands behind your head and having a jolly good time, right? Also man sieht hier, es ist also die Zeit der Ruhe, die kleine Zeit des Friedens, aber das ist jetzt nicht eine Zeit, wo du dich irgendwie zurücklehnen kannst und ausruhen kannst und so weiter und so fort. The sweet experience comes because the unity and the purpose to go forward and do the work, right? Diese süße Erfahrung ist deswegen gegeben, weil jetzt diese Einheit besteht und diese gemeinsame Absicht, das Werk voranzubringen. But it's not going to be without its trials, right? Das wird nicht ohne bestimmte Prüfungen sein. Okay, so the point was that this is the
seventh day, right? Und das ist ja auch hier dann der 7. Tag. Got some. In the perfect form, that's the end where you enter into the land, right? It's the fulfillment of the promise. Im perfekten Sinne ist das ja dann auch das Ende, wo du dann auch ins Land einkehrst, die Erfüllung der Verheißung. Okay, so now go to Ezekiel chapter 1, Gehen wir jetzt zu Hesekiel Kapitel 1. verse 4. Hesekiel 1, Vers, Verse 1, sorry. Hesekiel 1, Vers 1. And then we'll go to verse 4. Und danach gehen wir dann zu Vers 4. Hesekiel 1, 1. It says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives of the river Sheba, that the heavens were what? Open, and I saw visions of God. This is this exact same experience as John, right? Also die Himmel wurden jetzt auch hier geöffnet und das ist dieselbe Erfahrung, die Johannes hatte. Because when John's on Patmos, the heavens were opened, and he has this revelation, Denn right? als Johannes auf Patmos war, da wurden die Himmel geöffnet und er hatte auch diese Offenbarung. And let's read what it says in verse 4. Und lass uns jetzt lesen, was Vers 4 sagt. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire unfolding itself, and a brightness was about it. So what did John see? Also What did Ezekiel see? Sorry. was hat Hesekiel hier gesehen? I mean, the heavens opened with the visions of God. Yes, I know, but we just read verse 4. I'm asking, what did he see? Also was hat er hier gesehen? He sees a fire unfolding itself, and a brightness was about it, right? Also ein sich selbst entzündendes Feuer und diese Helligkeit, die darum her war. Right? That's what it says, right? Sagt es ja hier. Okay. So, go to Exodus chapter 24. Gehen wir jetzt zu 2. Mose 24. And let's begin in verse 15. 2. Mose 24 und wir fangen in Vers 15 an. It says, And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount, and the glory of the Lord abode upon the Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. So what was covering the glory? Also was hat hier die Herrlichkeit bedeckt? A cloud. So Eine Wolke. you couldn't see the glory because the cloud was covering, right? Du konntest die Herrlichkeit also nicht sehen, weil die Wolke sie bedeckt hat. And how long was that cloud covering the glory? Und wie lange hat die Wolke hier die Herrlichkeit bedeckt? 6 days. 6 Right? Tage. And what was Moses doing in those 6 days? Und was hat Mose in diesen 6 Tagen getan? He was preparing, right? Er hat sich vorbereitet. Was fasting, was searching his. The spirit of prophecy says he was eating in 6 days. He was eating with Joshua. And then during the 40 days he was fasting. Well, in the 40 days he never ate anything, right? In the 6 days. I'm not suggesting that he's not eating a morsel, but what I'm saying is he was doing a spiritual preparation, right, to go in before the Lord, right? Also er hat hier nicht buchstäblich gefastet, denn er hat auf jeden Fall gegessen. Aber er hat sich auf jeden Fall geistlich gesehen vorbereitet, jetzt dem Herrn zu begegnen. It says that those 6 days were days of preparation, right? Sagt uns hier, dass diese 6 Tage Tage der Vorbereitung waren. Okay, so what day was the cloud removed? An welchem Tag wurde diese Wolke hinweggetan? On the 7th day, right? Am 7. Tag. Which is the Lord's day, Das ist auch der Tag des Herrn, der Sabbat. right? It says, And the cloud covered it 6 days, and the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. Vers 16. And the sight of the glory of the Lord was like what? Vers 17. Was the same as what Ezekiel saw, right? Also dieser Anblick der Herrlichkeit des Herrn war dasselbe, was Hesekiel auch sah.
was like a devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. And Moses went into the midst of the cloud and gat him up into the mount. And Moses was in the mount 40 days and 40 nights. Right? Mose war dann 40 Tage und 40 Nächte dort auf dem Berg. Right, so we know this is the baptism, and before, when we've been doing the lines without this waymark here, we've always been doing the 40 all the way down to the midnight crack, right? Wir wissen, dass das hier die Taufe ist. Und bevor wir das hier so verstanden haben, haben wir die 40 immer komplett hier reingesetzt bis zum Mitternachtsruf. We've always rightly divided those things and put them in based upon the structure that we have, right? Wir haben das immer recht geteilt und das so eingesetzt, basierend auf der Struktur, die wir damals hatten. But I want us to see that more and more it's showing us that this experiences of these wilderness things is right here, right? Das zeigt uns immer mehr, dass diese Erfahrung dieser Wüste hier dann ist. So when you look at it was, if you understand it this way, one is also in the point where they leave Egypt, right? Yes. Also diese Wegmarke ist ja auch dann der Punkt, wo sie Ägypten verlassen. Then they will go 40 years in the wilderness, or it's the, be the same 40 days in crisis in the wilderness. Die Frage wäre jetzt, sind dann diese 40 Jahre in der Wüste dieselben 40 Tage, die Christus in der Wüste war? Then the question is, after 40 years they will enter into the promised land, which would not be the crowd. Yes, so that's what I'm saying. That's not. I don't know that that's a. Deswegen am Ende dieser 40 Jahre würden sie ja in das verheißene Land eintreten, und wenn man das hier reinsetzen würde, müsste man das an einen Mitternachtsruf setzen, was aber So we have to look at zumindest that. nicht richtig sein könnte momentan nach unserem Verständnis. Okay, that's a different thought, right? So, but anyway. Now, we've been looking at this, right? This past, present, and future, right? Also wir haben uns das hier angeschaut, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So the past represents this experience from Sunday Lord, or depends where we are, 2014 to this point, right? Die Vergangenheit markiert also hier diese Zeit, Sonntagsgesetz, oder bei uns dann 2014 hinab bis zu diesem Punkt. Okay, so when John's in Revelation 17, the past is 538 to 1798. Wenn Johannes ja 1798 steht, dann ist die Vergangenheit 538 bis 1798. Okay, now if you go to first. No, go to Revelation 13. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 13. Go to Revelation 13 and verse 11. Offenbarung 13, Vers 11. And in verse 11 it says, I beheld another beast coming up out of the earth. Right? So, where does the beast come up out of the earth? Wo kommt dieses Tier aus der Erde hervor? Right, 1798, which is, but specifically we were reading a quote yesterday, I believe. Which time period does it come up? 1798, aber gestern haben wir, glaube ich, ein Zitat gelesen, in welcher Zeit kam es auf? Right, it comes up in a time of peace. Es Right? kommt herauf in einer Zeit des Friedens. Okay, which is at the end of the past experience, right? Was auch am Ende der vergangenen Erfahrung dann ist. So right here, this another beast rises up out of the earth in a time of peace, right? Also hier kommt jetzt ein anderes Tier auf in einer Zeit des Friedens. But what does it say that he does? Aber was sagt es hier? Was tut es? Or it says he had two horns like a lamb and he spake as a dragon, Er right? hatte zwei Hörner wie ein Lamm und er sprach wie ein Drache.
it's representing a nation that confesses to be Christian, but reveals that he's not Christian by his words, right? Das ist also eine Nation, die vorgibt, christlich zu sein, aber dann durch die Worte manifestiert, dass es nicht der Fall ist. Now, the external is an illustration of the internal, right? Und das Externe ist eine Illustration des Internen. So it's telling us there's going to be a rise of a group of people there, right? Claiming to be Christian, but by their words and their actions, they're going to demonstrate that they have the heart of a dragon, Das right? zeigt uns hier, dass also intern gesehen auch hier eine Gruppe von Christen aufkommen wird, die dann letztendlich vorgeben werden, Christen zu sein, aber dann durch Worte und Handlungen demonstrieren, dass sie eigentlich ein Drachenherz haben. And when we get here, what is manifested? Und wenn wir hier hinkommen, was wird dann manifestiert werden? Yeah, you're just going to prove that you are what you've been practicing in here, right? Also jeglicher Charakter wird offenbart und es wird dann beweisen und manifestieren, wer du eigentlich bist und was du hier praktiziert hast in dieser Zeit zuvor. Okay, so go to 1 Samuel 17. Gehen wir jetzt zu 1. Samuel 17. Samuel 17. And verse 16. Und dann Vers 16. It says, And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days, right? What's the Philistine a representation of? Wofür steht dieser Philister jetzt? In fact, let me just turn there a minute. Steht für diese Statue, das Standbild. It tells us in the verses itself who this is a representation of. Das sagt uns jetzt in den Versen selbst, wofür das steht. Okay, go to verse 33. Vers 3. 33. Vers 33. And Saul said to David, Thou art not able to go out against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept thy father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered him out of the mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Right? Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. So, Vers 36. prophetically speaking, who's the lion and the bear? Prophetisch gesprochen, wer ist der Löwe und der Bär? No, that's not what I asked. That's who does it point to? Who does it refer to? Also, es war damals Babylon und Medo-Persien, aber auf wen weist es hin? USA. The United States, right? Das ist die USA. We understand that. That's this great statue that rises up there at the beginning. It's the United States, this two-horned power, right? Das ist diese große Statue, die hier am Anfang aufkommt, und das ist diese zweihörnige Macht. Okay, so the point that I'm making is that this is Mark in the United States when it's coming up here claiming to be this this lamb-like religious power, right? And it's strutting himself up and down for 40 days, right? Also das ist jetzt die USA, wenn sie jetzt hier als dieses lammähnliche Tier aufkommt und 40 Tage lang hier auf und ab geht. Were they fighting at this time, these 40 days? No. Waren sie diese 40 Tage lang am Kämpfen. But when they came to the 40th day, this is where David is going to smite this beast, right? Aber am 40. Tag war es ja, wo David dann dieses Tier sozusagen erschlug. Okay, so I mean, just a question, because Sister White says that it's also the 1260, right? This
Yes. Also. Papal oppression. Uh, So just wanna, because the statue when the United States speaks as a dragon, right, Yes. comes here. Yes. Okay. It also comes here, right? Yes. So there's no war going on at this time, right? So the statue, when it speaks, it's right here. This is when the statue speaks. Yes. You always said that when you walk up and down, this is a threat. The Sunday Lord to the midnight cry, it's a threat, and then the fight begins. That was what we said. Okay, that's what I'm saying. We've always taken the 40 and put it from there to there, right? Yeah. Must not be wrong, right? Not every 40 is now in this little time of peace there. No, I'm not saying that. I'm not saying that you don't say that, but this illustration is a 40, so it doesn't necessarily mean it's this 40 from in a time of peace. Okay, all I'm doing, right, when you have, you've got John standing here, right? Also wir haben Johannes, der jetzt hier steht. And he's taken in the past, right? Und er wird in die Vergangenheit zurückversetzt. So in the past, it's a 1260, right? The papacy's not strutting up and down threatening. He's persecuting God's people in this time period. Also in dieser Zeit verfolgt das Papsttum hier Gottes Volk. And- They are threatening. That's the way it says. Okay, I'm not, Also but God's sie- people are being. Bedrohen aber auch. Sagt. They are not physically persecuted, basically they are threatened with fines and things like this, in prison, but they are threatened. Also sie werden hier bedroht mit Geldstrafen und Gefängnisstrafen und so weiter. He set up the image, it says he used the music and all sorts of things. He tried to win them, you know, and he threatened them. And when they didn't listen, that's when he used force. Also, Force is always the last thing that Satan uses. also auch als Nebukadnezar das goldene Bild aufrichtet, dann hat er erstmal die Musik eingesetzt, aber dann hat er auch diese Drohung ausgesprochen, dass wenn sie nicht niederfallen, sie dann letztendlich getötet werden, und dann hat er halt Gewalt am Ende angewandt. I'm not arguing that point. I'm arguing the point here, right? That when you take the lines, it's line upon line. You have different illustrations, right? So we know that in the Sunday law crisis, you have 2 times of trouble, right? Also wir wissen, dass in der Sonntagsgesetzkrise haben wir 2 Zeiten der Trübsal. First World War, Erster Weltkrieg Second World War. und Zweiter Weltkrieg. And right here, there's a time of peace, right? Und da ist dann eine Zeit des Friedens. So when you take the past, the present, and the future, there's a 1260 that's prefiguring what's going to happen here, right? Also wenn man sich die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anschaut, dann ist das hier eine 1260, die dann vorausschattet, was hier in dieser 1260 So when you passieren go wird. to the historical application, and you get to the end of that, the United States rises in a time of peace. Wenn wir zu einer historischen Anwendung kommen, dann am Ende dieser 1260 steigt die USA in einer Zeit des Friedens auf, Okay, till he speaks as a dragon. bis sie dann wie ein Drache sprechen wird. So whether you want to argue those points or not, that illustration is there, right? Ob man jetzt diese Darstellung jetzt irgendwie damit debattieren möchte oder nicht, diese Darstellung ist auf jeden Fall da. No, I'm not arguing this point either, but I'm just taking the things, right? Da debattiert ja auch keiner drüber. There's the baptism. Also ich möchte nur diesen Punkt machen, hier ist die Taufe markiert. Christ goes into the wilderness for 40 days, and the devil is tempting him the whole 40 days, right? Also Christus geht in die Wüste für 40 Tage und der Teufel versucht ihn dort diese 40 Tage. But at the end of the 40 days, Satan comes down, and this is the final conflict, right? Und am Ende der 40 Tage kommt Satan herab und das ist dann der finale Konflikt. Okay, so the point that I'm making here, you've got John's on the 7th day, Moses on the 7th day sees the glory of the Lord, right? Also Johannes ist am 7. Tag und auch Moses am 7. Tag und sie sehen dann die Herrlichkeit des Herrn hier. And Moses is in having this revelation for 40 days. Und Mose hat dann hier diese Offenbarung für diese 40 Tage. And what I'm saying is there's no conflict there in this story for 40 days. That's the only argument I'm making. Und in der Geschichte hier mit
wie heißt der nochmal? Goliath. Da gibt es jetzt keinen Konflikt, also keinen Krieg zwischen denen in diesen 40 Tagen. And right here, you have the United States rising up, right? Und hier haben wir dann die USA, wie sie aufkommt. So you may be right, I'm not arguing, but I'm just taking the The thing is, at the son-in-law says this also surrounds them. This is also a surrounding of Jerusalem, so to say. And he's also not doing them anything there at the son-in-law, a part of surrounding. Also es geht auch um There's also no conflict in this. diese Umlagerung am Take that Sonntagsgesetz. and now put that at Denn hier findet auch eine Umlagerung statt und I think we have a really false concept about the wenn first test here. wir das jetzt hier nehmen und das jetzt an die kleine Zeit des Friedens setzen, was wäre diese Umlagerung dort? Okay, go to Job chapter 1. Und jetzt zu Hiob Kapitel 1. Now I'm not saying you're wrong at that, but I'm just saying this argument that you're making is not correct. Also ich sage jetzt nicht, dass du falsch bist, aber zumindest das Argument, was du benutzt, ist nicht unbedingt richtig. Okay, so verse 12. Hiob 1, Vers 12. Says the Lord said unto the saying, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put forth not thine hands. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were ploughing, and the asses feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them, and took them away, and they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet praying, there came also another and said, The Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped. So, you have these 4 things marked in there, Also right? bis Vers 20 haben wir gelesen. Wir haben jetzt diese 4 Unglücke, die hier über Hiob And those kamen. 4 things are parallel to the 4 seals, Und diese 4 Dinge sind auch eine Parallele zu den 4 Siegeln. right? Which you have leading up there to the 5th seal, which is a time of peace. Was dann sozusagen herabführt zu diesem Punkt hier, was eine kleine Zeit des Friedens So ist. what I'm saying is that you can't take one argument and saying it's threats and that and saying that there's no persecution in this time period. There absolutely is persecution in this time period. Okay. then Nicht ein the Argument statue nehmen is und the sagen, of dass peace where it comes up. hier keine Verfolgung stattfindet, denn hier findet auf jeden Fall Verfolgung statt. Sorry? So the statue, which is Goliath, comes up in a little time of peace. Deswegen die Statue, die auch Goliath ist, die wird er dann in der kleinen Zeit des Friedens aufkommen. Okay, I don't know what the purpose of your question. No, because I'm just making the argument. Goliath is the statue, right? He comes up, right? So, and for 40 days there. So in the little time of peace, when the United States speaks like a lamb, Goliath, the statue, comes up, which is representing the son of Christ. Also die Frage ist jetzt, wenn Goliath jetzt die Statue darstellt, dann und Goliath jetzt aufkommt hier, weil die Statue kommt ja in der Sonntagsgesetzkrise auf, dann würde man sagen, in dem Sinne, wenn man das jetzt in die kleine Zeit des Friedens setzt, würde jetzt sozusagen das Sonntagsgesetz in der kleinen Zeit des Friedens Okay, aufkommen. it's good. So for me it makes perfect sense in the sense that if this is the Sunday law, the 2 times I talk about the 2 Sunday laws, Also wenn das jetzt hier die 2 Zeiten der Trübsal sind, die 2 Sonntagsgesetze, and John's standing here at this final review here, und Johannes steht jetzt hier an der finalen Untersuchung and he's looking into the past und er schaut in die Vergangenheit, in order to be able to show the future, damit er damit die Zukunft zeigen kann, then
it would also make sense that before the first Sunday law, there's also a time of peace where Goliath is strutting up and down. Satan is going to and fro in the earth, and then at that first Sunday law, he comes before God in heaven, and he gets to test Job his first time. And what you So- fail to understand is that Goliath is the statue. I don't feel to understand No, anything. no, so the statue doesn't come up prior but- to the No, we're not Sunday. saying that. But that's what he's putting. No, he's standing right here, so don't you say that. Look, I'm not saying that they're saying the statue comes up here, but the statue comes up here, right? He's persecuting. Also wenn die Statue hier aufkommt, dann verfolgt sie. Fyodor, it's the Sunday law, he's persecuting. There's, look, Different types of persecution. yeah, Also- that's what I said, he's threatening. Look, Also I'm das not going ist to get jetzt into an auch eine argument with you. Bedrohung und es ist eine Verfolgung. Also The point is, verschiedene Arten von Verfolgung werden hier look, stattfinden. let's not have a back and forward discussion here, right? This time period is a time of persecution. This is a time of peace. This is a time of persecution. This persecution is worse than this persecution, right? Also dieses ist eine Zeit der Verfolgung, dann gibt es eine kleine Zeit des Friedens und eine Zeit der Verfolgung. Und die Okay. zweite Zeit der Verfolgung ist natürlich schlimmer als die erste Zeit der Verfolgung. Go back to 1 Kings 17. Gehen wir zurück zu 1. Könige Kapitel 17. Now, I'm not arguing this point. You may well be right, and I'm totally open to that. Wie nehme ich es für Samuel? Yes. Das 1. Samuel. Samuel. Du magst Richtstelle legen, ich bin offen, wie das hier zu verstehen ist. It says in the first verse, now the Philistines gathered together their armies to battle and gathered together at Yes, okay. Also So, auch den ersten Vers jetzt hier gelesen. what did Ezekiel Sich versammelt zum Kampf. see on the 5th day of the 4th month? Also was sieht Hesekiel am 5. Tag des 4. Monats? A whirlwind coming out of the north, right? Ein Wirbelsturm, wie er aus dem Norden herbeikommt. And when you're to flee here, what is hot on your heels? Und wenn du hier fliehen musst, wer ist dicht auf deinen Fersen? The destroying angel, Der right? zerstörerische Engel. So I'm not denying any of those points. I'm saying that there is a reason why it's been marked here that the United States It's comes- a lamb. yes comes up, but he's not really a lamb, right? He was never really a lamb from the beginning. That's what it's shown you. When it comes up as a lamb, it's a lamb. That's the way it says that, right? Also Because of the principle it's founded. It's not a persecuting power. It gives you the freedom to worship whoever you want. Yes. Also wenn die USA jetzt hier aufkommt, dann kommt sie als ein Lamm auf und Ellen White sagt, sie kommt. Es ist deswegen ein Lamm, weil es diese Prinzipien der Verfassung hat und es ist in dem Zustand keine verfolgende Macht. Okay, look. He's gathering against you to battle, so he's Okay, going to so fight. wait a minute, right? In this time period, we went through this yesterday. What is Satan doing? Also in dieser Zeit, das haben wir uns ja gestern angeschaut, was tut Satan hier? What's he doing? He's gathering his forces in secret and he's preparing to strike right here, He's right? secret, yes. Er versammelt hier seine Armeen im Geheimen und bereitet sich vor, dann hier Not to zuzuschauen. God's people, it's not secret, right? Well, but just because they're not sent to prophecy. Look, Und für Gottes Volk ist es aber nicht geheim, denn sie Genau. verstehen letztendlich ja die Prophetien. you haven't got a right attitude. No, What I I'm just do no, that. listen. What I'm saying to you, right? I'm not denying that you might be right. I'm saying your arguments. No, I'm just saying your arguments are also not really conclusive. But let's Look. Also letztendlich sind alle offen, das jetzt hier zu verstehen, aber wir müssen die richtigen Argumente Do we agree that the statue represents the United States? Also können wir damit übereinstimmen, dass die Statue die in this USA darstellt? point in time. No. I've just answered the question. Do we Aber- believe? Yes, it's the United States. Aber right? an einem bestimmten Zeitpunkt. Okay. So, But it has a but, right? Because well, we'll ascertain that when we go through. All I'm doing is making the arguments, and if it's invalid, it's invalid. But that's not the point. The United States is marked as coming up here. but not as a statue. It's not a statue.
That's the point. Also die USA, die kommt zwar hier hoch, aber nicht als Statue. Und das ist ja der Punkt. Because you yourself made the argument, right, that Goliath is the lion and the bear. The Yes. lion and the bear, right? Yes. I think you would also agree doesn't come up in a little time of peace. Also Okay, wir haben jetzt hier auch gesehen, hier wird auch noch in der Geschichte der Löwe und der Bär beschrieben. okay. Und die kommen nicht in einer kleinen Zeit des Friedens Let, auf. let's look at this closely, because I just think that you're totally missing the point, right? Lass uns das nochmal genau I will betrachten. specify what I mean with that, No, no, because but- the lion, you know, you can mark it as Fyodor, Babylon, as the tree right Fyodor, now. can you just wait a moment, please? Right, go to 1 Samuel 17 and go back to verse 33. Gehen wir nochmal zurück zu 1. Samuel, Vers 33. It says, And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Right. When did David do that? Vers 35. Wann hat David das getan? In the past. In der Vergangenheit. Right? So David is now telling us what he did to Goliath in the past. Right? Also David erzählt jetzt, was er dem Goliath in der Vergangenheit angetan And hat. he, right, so right here, the 12 disciples, where are they to go? Also genau hier, wo sollen die 12 Jünger hingehen? Crucifixion. To the lost sheep, right? Zu den verlorenen Schafen. So let me finish, right? So right here you have the lion and the bear, right? Stealing God's sheep. Also genau hier haben wir den Löwen und den Bär und die stehlen hier Gottes Schafe. And David goes out after them, right? And they get delivered right here. Und David geht den Schafen hinterher und sie werden dann hier am Ende befreit. So now he's walking up and down. This is present. There's no war at this point, right? Und dann wandelt der Goliath hier auf und ab. Das ist dann die Gegenwart, da gibt es keinen Krieg zu diesem Zeitpunkt. And right here is where David's going to come face to face with death. Und dann genau hier nach den 40 Tagen kommt David mit dem Tod ins Angesicht. So for me, it's always answering the point, right? When, because when we always looked at this, when did David in the past slay the lion and the bear, right? You got to bring that into the story. I agree with Also die Frage war ja immer, wann hat David in der Vergangenheit den Löwen und den Bär Okay, so, getötet? okay, where would you put it then? Wo würde man das right hinsetzen? there, parallel to the 40. Also ich würde The es reason- hier because- hinsetzen als eine Parallele zu der 40. because- In the same story, you're going to parallel it, No, right? we just bring them two together. The point is, No, in no. chapter Look, 17, you've said that under your breath there. I'm asking you a question. I In said the I same- would put these two thoughts together. Why? What justification do you have ich for würde that? diese There beiden is not Dinge a time of peace, there is a zusammenbringen. battle going on. Okay, There right. Und was ist deine Argument dafür? Weil es keine Zeit des Friedens ist, sondern es findet eine Schlacht hier statt. Okay, go and make your point. I have a thought, because when David stands before Saul, right, Denn wenn David jetzt hier vor Saul steht, he's basically telling them that I have done it, right, in the past. dann Yes. sagt er letztendlich, ich habe das in der Vergangenheit So, getan. so And what is Saul telling him, or what does Saul offer him? Und was he bietet offers him armor, right? Saul ihm dann an? So Er bietet ihm seine Rüstung an. my thought is that maybe we can bring that together with Ephesians 6. Und mein Gedanke ist, dass wir das dann vielleicht mit Epheser 6 zusammenbringen können. Because Yeah, but he has the spiritual armor on, yeah, right? of course, David doesn't trust in the literal armor, he trusts in the spiritual armor. David vertraut nicht in diese buchstäbliche Rüstung, sondern in die geistliche Rüstung. He says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Right? So, and then it tells you basically that the power of his might is this armor that he puts on. So in Epheser 6 liest man dann, seid letztendlich stark in der Kraft des Herrn und das ist diese Rüstung Yeah, des that's- Herrn, die man anziehen muss. So Right the here on the power- 40th day, the right? power that you receive right there at Pentecost, right? To the midnight cry, that's where you put on the armor to go into battle. Das Argument ist jetzt hier, dass man hier am Pfingsten diese Rüstung bekommt, die man anziehen muss, um dann hier
am Mitternachtsruf in die Schlacht zu ziehen. Because it says then in verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Yes. So that's my thought. Which verse was it? 13. Epheser 6, Vers 13 haben wir gelesen. So that David, because he comes now at the end of the 40 day is right, and he's the 8th. Und David kommt jetzt hier am Ende der 40, er ist der 8. und zieht dann diese Rüstung an. Branch right there on August 11th. Und er ist He now puts on the armor because he has to go in the battle jetzt with dieser Goliath. Zweig hier und er zieht jetzt die Rüstung an, damit er jetzt in diesen Krieg eintreten kann. Okay, I'm not going to go, but I will bring some more things together to have a better look at this. Also ich werde es mir auch nochmal jetzt genauer anschauen, ich werde ein paar Dinge zusammenbringen, um das genau zu betrachten. Let's close it there. Lass uns mit Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diesen Morgen, den du uns gegeben hast. Thank you for this morning study and thank you to give us your light daily. Wir danken dir für dieses Morgenstudium und dass du uns täglich dein Licht gibst. Help us to do not reject you and your prophets, Hilf uns, dass wir nicht dich und deine Propheten verwerfen, but to accept true reproofs. sondern dass wir deine wahren Tadel auch annehmen. Help us through this day to follow your will. Hilf uns, dass wir während des Tages deinen Willen befolgen. And please be also with our brothers and sisters. Und bitte sei auch mit unseren Geschwistern. We ask and thank you in Jesus' name. Wir bitten und danken dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.